2009 gelang der Landesarchäologie in Wittenberg eine völlig außergewöhnliche Entdeckung. Wir entdeckten die Grablege Rudolfs II., des askanischen Kurfürsten von Sachsen, Erzmarschall des Heiligen Römischen Reiches und seiner Frau Elisabeth und seiner Tochter Elisabeth. Dies war völlig unerwartet, hatte man die Gräber doch an ganz anderer Stelle vermutet. Wir entdeckten die Gräber in der Franziskanerkirche. Die Franziskanerkirche sollte umgebaut werden. Und es war vollkommen klar, solche Gräber erfordern eine sorgfältige Ausgrabung und eine Blockbergung. Die Gräber kamen als Block ins Landesmuseum und wurden dort aufwendig untersucht und präpariert. Und anschließend wurden die Gebeine in einem feierlichen Festakt wieder zurückgelegt in Wittenberg, allerdings so, dass man immer wieder das Grab öffnen kann und gegebenenfalls Untersuchungen durchführen kann und vor allem kontrollieren kann, ob die Funde keinen Schaden nehmen. Die Hauptfunde, also die Metallfunde, wurden natürlich rausgenommen und diese Metallfunde, die kann man nun im Museum sehen. Warum wissen wir heute kaum noch etwas von solch einem mächtigen Erzmarschall, Verteidigungsminister sozusagen des damaligen Reiches? Ganz einfach, weil diese Dynastie der Askanier ausgestorben ist und weil sie durch die Dynastie der Wettiner ersetzt wird. Jeder, der nach Dresden reist, wird mit den Wettinern konfrontiert. Die Askanier spielen heute mehr als 500 Jahre nach ihrem Untergang 1422 keine Rolle mehr. Untergegangen sind sie mangels männlicher Nachfolger und aufgrund eines Brandes des Schlosses Locha, bei dem die letzten Nachfolger getötet wurden. Den Höhepunkt erleben die Askanier sicher unter Rudolf II. In Wittenberg. Er war eben auch Kurfürst und als Kurfürst nahm er an der Kaiserwahl teil. Darüber hinaus war er dem deutschen Kaiser tief ergeben und war sozusagen in der Gunst der Mächtigsten seiner Zeit. Aber als Kurfürst gehört er ohnehin zu den Mächtigsten. Zusätzlich hatte er sich ein ungeheures Ansehen bei den anderen deutschen Fürsten und in der Bevölkerung erworben, und zwar deshalb, weil er in dieser legendären Schlacht von Crécy 1346 die deutschen Truppen anführte und die deutschen Truppen aus der Schlacht führte. Eine Schlacht, die eine Katastrophe für das mitteleuropäische Rittertum war. Warum war es eine Katastrophe? Weil der englische König die klassisch kämpfenden mitteleuropäischen Ritter, darunter Deutsche, Franzosen, Böhmen, ganz einfach mit einer neuen Kriegstaktik, mit einer neuen Waffe, nämlich dem Langbogen, vernichtete. Er beschoss also die Pferde der Ritter auf eine lange Distanz, die Pferde fielen zu Boden, starben und die Ritter selbst mit schweren Rüstungen waren vergleichsweise immobil. Ein Desaster und der Beginn des 100-jährigen Krieges. Wer aus dieser katastrophalen Schlacht glänzend hervorkam, war unser Kurfürst Rudolf. Warum? Das wissen wir durch die Entdeckung des Grabes. Er war für die damalige Zeit mit etwa 1,80 Meter Größe von ungewöhnlicher Struktur und die Muskelmarken sind erheblich, sodass wir es hier mit einem nicht nur tapferen, sondern auch körperlich überlegenen, großen, starken Mann zu tun hatten, der auch ein gewaltiges Schwert führen konnte. Und dieses Schwert haben wir bei ihm an der rechten Seite liegend entdeckt. Ein völlig ungewöhnlicher Fund, denn im 14. Jahrhundert werden Schwerter praktisch nicht mehr mitgegeben. Dieses Schwert wird aber mitgegeben, und zwar, weil seine eigene Linie erlischt. Er hat keine Söhne, insofern erlischt die Linie. Der Kaiser Karl macht aber eine Ausnahme und lässt für das Haus Askanien, das den deutschen Kaisern so treu gedient hatte, eine Sonderregelung zu, und zwar die Regelung, dass der Bruder erben darf, sodass das Haus Askanien zumindest für ein halbes Jahrhundert weiter besteht. Rudolf wird also mit seinem Schwert als Reichsmarschall beerdigt. Das Schwert schaut heute unscheinbar aus, es ist aus Eisen, es ist verrostet und man würde denken, naja, das ist ein normales mittelalterliches Schwert. Das ist es nicht. Das Erste, was auffällig ist, ist
die vierkantige Parierstange. Vierkantige Parierstangen finden wir nur bei Schwertern, die von Fürsten getragen werden, die ganz besonders sind. Das nächste Besondere ist die Schwertmarke in Gold eingelegt. Es war offenbar ein Schwertfeger und ein Schmied, der die herstellte von außergewöhnlichen Fähigkeiten. Das nächste, was wir sehen, mit 1,26 Meter Länge ist das Schwert außergewöhnlich groß. Und es ist kein Einhänder, es ist ein 1,5 Händer. Kein Bihänder, aber ein 1,5 Händer. Das heißt, es ist ein kräftiger Mann, muss dieses Schwert führen. Wenn er es führen kann, ist es allerdings von einer mörderischen Effizienz. Der Kipppunkt des Schwertes liegt etwa in der Mitte, etwas oberhalb der Mitte des Griffes, sodass das Schwert auch eine gewaltige Wucht entwickelt, gleichzeitig aber sehr leicht zu führen ist. Dieses Schwert lag also an der Seite. Es ist eines der wenigen Schwertgräber, das wir haben. Es liegt an der Seite, weil der Erzmarschall des Reiches selbstverständlich das Schwert vor dem König oder Kaiser herträgt und so die Macht des Reiches zeigt. Wir haben also hier ein ganz besonderes Schwert und gleichzeitig haben wir das zerbrochene Siegel des Fürsten auf der Brust. Ein Bronzesiegel, das vermutlich schon seinem Vater gehörte und das er einfach weiter nutzte, das aber deshalb zerbrochen wurde, weil er ja keine persönlichen Nachfahren hat und schon gar nicht mit dem Namen Rudolf. Das heißt, wir haben sozusagen einen Personalausweis mit im Grab und haben einen der wenigen Fälle, wo wir ganz sicher wissen, wer der bestattete Adlige hier im Mittelalter ist. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier eine Familiengrablege, 50, 60 Jahre vor der Auslöschung der Familie, die uns an eine der glänzendsten und hervorragendsten adligen Familien in der Mitte Deutschlands erinnert und die uns an Rudolf erinnert, einen Herrscher, der im Übrigen für seine Heldentaten in dieser Schlacht von Crécy gegen die Engländer kein Land wollte, kein Geld wollte. Er bekam etwas, was viel wertvoller war, viel bedeutender. Er bekam ein Stück der Dornenkrone Christi vom französischen König als Lohn. Und das war ein Lohn, der natürlich jeglichen weltlichen Lohn überstieg und der in der damaligen mittelalterlichen tiefgläubigen Welt von ungeheurem Wert war. Und er war tatsächlich auch von ungeheurem materiellen Wert, denn eingegliedert in die Reliquien der Kurstadt Wittenberg führte er natürlich dazu, dass zahllose Gläubige nach Wittenberg kamen, um sich von der Reliquie der Dornenkrone Christi Heilung, Unterstützung oder Ähnliches zu erwarten in einer Welt, in der es sonst wenig Hoffnung und Heilung gab. Das heißt, Wittenberg entwickelt sich aufgrund dieses Trumpfes zu einer Stadt mit ungeheuer wertvollen Reliquien. Und das sollte noch Konsequenzen haben, und zwar im 16. Jahrhundert, als dieses berühmte Heiltum Wittenbergs Martin Luther auf den Plan rief, der genau das problematisch fand, dass die Menschen sozusagen sich an diese Heiltümer glauben, dafür ihr Geld verschwenden, dass sie den Ablass kaufen. Und all das hat Martin Luther bekämpft, und zwar an einer der Stellen, an der eines der bedeutendsten Heiltümer war, dessen Bedeutung den Ausgang nimmt in der Schlacht von Crécy. Und hier schließt sich wieder der Kreis und hier sehen wir, wie bedeutend die Wittenberger und insbesondere die Askanier für unsere mitteleuropäische Geschichte sind. Denn stellen wir uns vor, es hätte Crécy nicht gegeben, und stellen wir uns vor, es hätte das Heiltum nicht gegeben und es hätte auch die Reformation nicht gegeben. Ich denke, die mitteleuropäische Geschichte wäre völlig anders verlaufen. Wir sehen also, ein Schwert wie das Schwert von Rudolf II., dem Askanier, kann uns Geschichte in ungeheurer Weise lebendig machen. Und schon allein deshalb lohnt es sich, ins Landesmuseum für Vorgeschichte nach Halle zu kommen.